Herzlich willkommen Leute zu diesem sehr besonderen Vlog. Ich hatte ja am Ende des letzten Vlogs gesagt, dass morgen etwas sehr Besonderes sein wird, was es jetzt auch ist. Also ihr habt jetzt schon gesehen, höchstwahrscheinlich was es ist. Und zwar sind die Katzenbabys geboren. Dazu werden wir gleich auf jeden Fall mal kommen. Die sind momentan noch, also nicht draußen, weil die Gefahr besteht halt immer, glaube ich, dass der Marder kommt oder generell andere Tiere. Aber eher, glaube ich, ist die meiste Gefahr der Marder. Und die dann irgendwie angreift und einfach, damit diese Gefahr nicht war, haben wir die jetzt über Nacht in der Garage drin gehabt, oder in so, also jetzt nicht einfach auf den Boden gelegt, sondern schon in so einer Kuhle, sag ich mal, also in so einer, ja, kennt ihr so einen Kaninchenstall, der halt so einen großen Kaninchenstall nicht eingesperrt hätte, also kann natürlich rausgehen. Die Katze ist momentan auch da, weil sie halt einfach nicht raus will, weil es da schön dunkel und gemütlich und etwas wärmer, glaube ich, als hier draußen ist. Und deswegen ist die halt da. Aber erstmal werden wir jetzt, bevor wir zu den Katzen kommen, einmal gucken, wie es dem Huhn geht, was wir gestern da in den Kaninchenstall gebracht haben. Und ich werde euch auch noch kurz zeigen, wie das jetzt eingezäunt ist und so, weil das habe ich ja gestern Abend nur gesagt und nicht mehr gezeigt. Dieser Bereich hier, man sieht es ja, der Zaun, der war also dieses Zaunkreis-Ding war bis da vorne an die Ecke, und da habe ich jetzt halt 4 Zaunelemente von den großen da vorne, ich weiß nicht, ob man es gut sieht, abgemacht und jetzt in den Stall reingestellt. Ich hoffe, der Windschutz funktioniert gerade, weil hier ist halt einmal das Kaninchen, was da oben drin wohnt. Die haben zwar freien Zugang, könnten theoretisch, aber das da oben ist halt neu dazugekommen und ist halt auch eine Frau, und die anderen da unten sind beide jung und irgendwie verstehen die sich nicht gut. Also die Jungen zerfleischen, sage ich mal, also ärgern die da und ja. Und hier habe ich jetzt halt das brütende Huhn drin. Das hat jetzt so einen kleinen Auslauf, also es wurde halt gestern von dem, wie ich es gesagt habe, auch schon geärgert. Und deswegen ist es jetzt hier schön alleine drin, weil dann kannst du ja einmal rausgehen ein bisschen. Ich lege da gleich auch noch Sägespäne und Stroh rein, damit es da... Also darin ist ja Stroh und Sägespäne, aber also nur Stroh. Und hier rein lege ich ihm auch noch was, damit es ein bisschen weichen Boden hat. Die Füße warm sind, wenn es mal was essen geht. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die brüten, sitzen die sowieso 99% des Tages im Nest. Und deswegen lohnt sich das nicht, ihm jetzt hier so einen riesen Auslauf zu geben. Aber das scheint ja da momentan erstmal drin gut zu klappen. Von daher werde ich das jetzt erstmal so lassen und das dann erst ändern, wenn die Küken kommen. Und ja, hier sind auf jeden Fall die Kartoffeln noch weiter gewachsen. Also hier ist ja einmal die waren halt schon mega weit gekeimt, die Kartoffeln. Das ist einmal hier diese ganze Reihe, in der Mitte jetzt vom Bild. Geht es bis hier vorne hin, also hier sieht man es auch schon ein bisschen weiter, ist noch so eine Pflanze und so. Und hier sind auch 3 auf einmal schon, oder es ist eine, die sich schon verbreitet hat. Wächst auf jeden Fall alles schön an. Ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal zum Hauptthema des Vlogs, und zwar sind das die Katzen. Und da unten sind sie auch schon. Ich will jetzt nicht so laut reden, weil ich dadurch wahrscheinlich die Mutter störe. Die ist auch noch ziemlich müde. Das sind die kleinen Katzenbabys, die sind gerade alle bei der Mutter am Schlafen und schön warm. Und ja, sind die Katzenbabys. Wird auf jeden Fall in den nächsten Vlogs noch mehr zu sehen sein, von denen wir die dann auch mal laufen können und alle fröhlich und munter da rumspringen auf unserem Grundstück. Aber Leute, es ist einfach süß, wie die Katzenbabys da an der Mutter rum. Oh, das ist so süß, Leute. Es sind übrigens 6 Katzenbabys, Leute. Also ich glaube, normal ist so 4 bis 5 oder so. Also 6 ist schon, glaube ich, ziemlich viel. Da sieht man sie nochmal richtig gut. Also die sind so klein und so süß, auch noch blind. Ich glaube, die können auch erst ab dem 6. Tag, ab dem 8. Tag oder so gucken. Der Fokus packt gerade gar nicht richtig, weil sie so dunkel ist. Und guck mal da vorne, jetzt sieht man sie nochmal ein bisschen besser. Wie klein die einfach noch sind. Und die sind ja noch so dünn und so klein. Und oh, die Mutter liegt einfach nur noch völlig erschöpft von der Geburt und hat sich gerade auch, als ich noch ein bisschen weiter geguckt habe, sich einfach so auf eins draufgelegt und dann fing es so an zu quietschen und dann drückt die Mutter das so einfach weg. Also guck mal, Leute, da sieht man auch noch hier in der Mitte jetzt vom Bild so einen Kopf von einem Kleinen und da, oh, die sind so süß und so klein. Eins davon ist auch das, was da jetzt gerade direkt im Vordergrund sich gerade so reinschiebt, das Helle. Jetzt ist es verschwommen. Fokus, hallo. Jetzt sieht man es, das ist auch einfach so ein ja, orangenes, rotes, ganz helles Käterchen, weiß nicht, was das genau ist. Und da, wie das Schwarze sich einfach so am Bauch festkrallt, um Milch zu trinken. Das ist so süß, Leute. Ich sag's jetzt 1000-mal mit dem süß, aber es ist einfach so. Aber Leute, ich werde selbstverständlich weiter filmen, wenn jetzt die, ich wollte gerade Kaninchen sagen, nein, wenn die Katzenbabys ein bisschen größer werden und so, wird es natürlich auch spannender. Da liegen die nicht nur bei der Mutter, ich denke mal in ein paar Wochen oder sowas, werden die dann auch draußen rumspringen und sowas und mit der Mutter ein bisschen rumlaufen. Und Leute, sorry, ich saß aber heute, also das gestrige Video kam ja irgendwie um 4 Uhr online und bis dahin saß ich halt auch drin. Ich habe die ganze Zeit geschnitten, also ich habe so 2 Stunden geschnitten.
okay, Han, es reicht. Hab davon aber auch dann noch halt am V-Server und sowas weitergemacht. Könnt ihr, wie gesagt, falls ihr das gestrige Video, aber das Ende nicht gesehen habt, gerne drauf connecten. IP steht ganz unten in der Beschreibung, die Teamspeak IP, und dann sehen wir halt weiter, weil der Minecraft-Server und so ist alles noch so eine Sache. Kommt erstmal auf den Teamspeak, wenn ihr euch irgendwie bewerben wollt oder sowas, dann könnt ihr ja auch mit mir reden. Ich move euch dann einfach hoch, keine Ahnung. Kommt einfach mal drauf. Und ansonsten, wie gesagt, damit der Vlog jetzt hier nicht zu langweilig wird, werde ich jetzt noch einen Spaziergang machen und, glaube ich, auch noch ein bisschen Trampolin springen. Underclap. A sailboat, no compass, just us in an open sea. I'll sing like a siren, our island is floating. To sail in the blue sky is our only curtain. I'll show you a spiral staircase that only your eyes can see. I'll spin your walls around, around like spirals. Won't you go all? Ich bin jetzt hier, wie gesagt, nochmal kurz ein bisschen mit meinem Fahrrad gefahren und es fängt gerade an zu regnen. Es hat wirklich jetzt seit 3 Wochen oder so wirklich am Stück nicht mehr geregnet. Ihr habt es ja auch gerade, glaube ich, gesehen. Der Boden war ziemlich ausgetrocknet. Jetzt gerade ist ja Mittwoch und am Samstag ist ja das Osterfeuer. Also das hier alles ist so das Osterfeuer, das ist halt dieser Osterfeuerplatz. Und da werden wir uns dann auf jeden Fall am Samstag wiedersehen, wenn das dann veranstaltet wird hier. Und ich glaube, ich werde den Vlog jetzt an dieser Stelle beenden, weil ich werde jetzt gleich wahrscheinlich auch noch weiter was am V-Server machen. Wie gesagt, connectet gerne mal auf. Den Teamspeak ist ganz unten in der Beschreibung, die IP. Dann können wir miteinander reden oder ihr könnt euch bewerben, wenn ihr am Minecraft-Server oder sowas helfen wollt oder generell irgendwas helfen wollt, keine Ahnung was. Ich hoffe auf jeden Fall, wie gesagt, der Vlog hat euch gefallen. Morgen wird es auf jeden Fall wieder einen Vlog geben, weil gestern habe ich auch gesagt, dass wir Daily Vlogs geben. Mindestens bis Sonntag. Am Montag wird, wenn wir es bis dahin schaffen, es fehlen jetzt noch 18 oder 17 Abonnenten, das 500 Abo-Special kommen. Da habe ich mir auf jeden Fall was richtig Cooles überlegt. Wird was Aufwendiges sein, sage ich euch so, wird aber jetzt nicht irgendwie ein Musikvideo oder sowas sein, aber auf jeden Fall aufwendiger als ein normaler Vlog, also das wird auch, ich hoffe, es wird euch gefallen. Ich werde mich jetzt hier auf jeden Fall von euch verabschieden, weil ich hier, glaube ich, jetzt schon wieder mich 5 Minuten festgeplappert habe und ja, von daher sehen wir uns dann morgen wieder, Leute. Ciao.